zusammen und willkommen zurück im Bella Italia. In unserem zweiten Video nehmen wir euch mit aufs Boot an den südlichen Gardasee und zum Wandern in die Berge am westlichen Ufer des Sees. Da wir unser eigenes Boot nicht mit nach Italien genommen haben, haben wir uns ein Boot in Manerba del Garda ausgeliehen. Von hier aus ging es vorbei an Isola del Garda in nördliche Richtung nach Salo. Entlang des Ufers, vorbei an den Promenaden Salo und Gardone Riviera, führte uns unsere Tour bis nach Maderno. Ein Highlight war unter anderem der tolle Blick auf den La Torre di San Marco. Der in den 1920er Jahren erbaute Turm diente einst als Observatorium. Heute dient dieser mit den dazugehörigen Gärten als Veranstaltungsort und kann unter anderem für Trauungen gebucht werden. Bevor wir gen Süden nach Semione fuhren, ging es vorbei an der Isola de San Biagio. Auf diese gelangt man entweder per Wassertaxi oder, wenn das Wasser nicht zu hoch ist, zu Fuß durch knietiefes Wasser. Die kleine Insel ist ein ruhiges und beliebtes Ziel für Ausflüge mit einladendem Biergarten und wunderschönen Badestellen. Entlang der Felsen des Punta Sasso fühlten wir uns plötzlich, als seien wir bereits am Mittelmeer auf Elba. Die steilen und hellen Hänge auf dem Castello del Reparto Alta Velocia bieten nicht nur vom Wasser aus einen tollen Blick auf die Strände und den Gardasee, sondern auch für Wanderer eine tolle Aussicht von oben auf die Umgebung. In Semione angekommen, ankerten wir und es war Zeit, um ins Wasser zu springen. Die Halbinsel ragt etwa 4 Kilometer in den See hinein.
Der historische Ortskern sollte am besten zu Fuß erkundet werden, was wir bereits vor einigen Jahren gemacht haben. Die Fotos stammen im Übrigen von unserem letzten Besuch im Jahr 2016. Im nördlichen Bereich besteht die Landzunge aus 3 Hügeln. Auf der Cortine befindet sich heute eine Villa mit einem wunderschönen Park. San Pietro in Marvino ist eine Kirche aus dem 8. Jahrhundert, welche auf dem Fundament eines römischen Tempels erbaut wurde, und die Grotte di Catulo ist ein bedeutendes Denkmal mit den Überresten einer rund 1900 Jahre alten römischen Villa. Auf unserer Rücktour ankerten wir noch an der Isola del Garda. Die Insel ist reich an Natur und Geschichte. Bereits seit über 1000 Jahren wird die Insel mit ihrer besonderen Lage als Kult- und Rückzugsort ebenso als Meditationsstätte genutzt. Heute öffnet die Familie Borghese Cavazza alljährlich ihre Schätze für Führungen. Diese führt durch eine einzigartige Natur, die englischen und italienischen Gärten sowie einige der prunkvollen Zimmer der neugotisch-venezianischen Villa. Unser nächster Tag startet in Campione del Garda. Der Ort wurde aufgrund einer Baumwollweberei mit dem dazugehörigen Arbeitsdorf Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Die Wahl des Ortes wurde durch den Sturzbach San Michele und seiner Gewässer ausgewählt, da die Wasserkraft für den Antrieb der Maschinen der Baumwollweberei diente. Der interessantere, wenn auch etwas gefährlichere Weg nach Campione verläuft über einen Teil der alten historischen Gardesana.
Diese startet an der ersten 180-Grad-Kurve der Strada della Fora oberhalb der Strada Statale 45. Unsere erste Wanderung führte uns heute entlang dieser Schlucht. Der Fluss durch die gleichnamige Schlucht Torrente San Michele ist eine tolle Wanderroute mit ordentlich Höhenmetern. Der Aufstieg durch die Schlucht ist wunderschön, aber auch anspruchsvoll. Vermutlich haben wir daher auch keine Menschenseele gesehen. Auf jeden Fall sind festes Schuhwerk und auch etwas Kondition sinnvoll. Dafür wird man dann aber auch mit solch tollen Aufnahmen belohnt. Für diejenigen, für die Wandern zu langweilig ist, gibt es natürlich auch geführte Canyoning-Touren durch das Tal ab Campione. Hier kurz zu sehen ist ein kleines Wehr und der Beginn eines schmalen Tunnels, zu welchem wir euch nun mitnehmen. I knew. Apropos Canyoning-Touren. Diese gibt es auch auf unserer zweiten Wandertour, wie ihr später noch sehen werdet. Unser zweites Ziel für diesen Tag waren die 3 Tinale-Wasserfälle. Gestartet sind wir unseren Rundwanderweg in Aia.
unserem Weg durch die Wälder dauerte es nicht lang und wir erreichten den Bach Torrente Valle della Cera. Da es scheinbar hiervon noch keine Bilder oder Videos gibt, möchten wir euch unsere Aufnahmen natürlich nicht vorenthalten. Wenig später wurde die Tour sehr holprig, felsig und es ging teils seilgesichert abwärts. Je tiefer man kommt, umso größer werden die Felsen. Vor allem bei feuchtem Wetter ist hier besondere Vorsicht geboten. Unten angekommen lohnt sich ein Abstecher zum ersten Sturzbach. Wenig später abwärts erreichten wir den nächsten Wasserfall und trafen auch langsam wieder auf Menschen. Über einen Steg über den Torrente Valle di Bornico erreichten wir schließlich den dritten und schönsten Wasserfall. Wer mutig und nicht aus Zucker ist, kann hier gern eine Runde ins Wasser springen oder startet ab hier zum Canyoning, wie diese italienische Gruppe.
zurück in Ayer erhaschten wir dann den ersten Blick auf die Kirche Santuario della Madonna di Monte Castello, auf welche wir euch gern, genau wie zu einigen Burgen und Schlössern im Trentino, in unserem nächsten Video mitnehmen möchten.